Was hat ein U-Bahnhof mit Ultraschall zu tun? Das zeigen wir euch jetzt. Die Zukunft der Bauwerksprüfung. Hinter den Kulissen der Forschungsgruppe CODA. U-Bahnhöfe sind, wie Brücken, essentiell für unsere Infrastruktur. Um ihre sichere Nutzung zu gewährleisten, müssen sie regelmäßig inspiziert werden. Bei den Stadtwerken München beispielsweise sind dafür Industriekletternde im Einsatz und prüfen die Bahnhöfe auf mögliche Schäden. Alle 5 Jahre wird so ein Bahnhof auf Beschädigungen untersucht. In der Forschung suchen wir immer nach neuen Wegen, um die Bauwerksprüfung noch effizienter und sicherer zu machen. In der Forschungsgruppe CODA arbeiten wir dafür mit den Stadtwerken München zusammen. Gemeinsam testen sie heute am U-Bahnhof Scheidplatz eine neue Ultraschallmethode, an der die Forschungsgruppe CODA forscht. Warum sich der U-Bahnhof besonders gut für den Praxistest eignet, weiß Fabian Diewald. Also wir waren natürlich auf der Suche nach einem geeigneten Bauwerk, wo wir dann unsere Forschung, die wir jetzt in den letzten Jahren durchgeführt haben, auch ausprobieren konnten. Und da hat es sich dann so ergeben, dass die Stadtwerke München glücklicherweise ein Bauwerk hatten, das dafür geeignet war. Und deswegen ist es eines der ersten Bauwerke, bei dem das sozusagen deutschlandweit eingebaut wird, diese Messtechnik. Für das Projekt wurden an 2 wesentlichen Stellen im Bereich der U-Bahn-Gleise 15 Ultraschallsensoren in der Decke installiert. Die Ultraschallsensoren sind die Grundlage für unser System. Wie das genau funktioniert, erklärt uns jetzt der Leiter der Forschungsgruppe Christoph Gehlen. Die von uns in die Decke integrierten Ultraschallsensoren, die zeichnen jede Bewegung und jede Belastung auf der Decke auf. Das heißt also, wenn jetzt eine Tram oben fährt, so kriegen wir das mit und das wird dann vom PC erfasst. Der alltägliche Trambahnverkehr über dem U-Bahnhof ist natürlich kein Problem für das Bauwerk. Durch die platzierten Sensoren, die wir hier in der Decke eingebaut haben, bekommen wir eigentlich alle Lasten, die auf das Bauwerk wirken, mit und können dann auch entscheiden, ob es zu einer Überlastung, Ermüdung, Alterserscheinung gekommen ist oder nicht und können entsprechend handeln. Eine Besonderheit an dem Ansatz der Forschungsgruppe ist, dass die Sensoren nicht oberflächlich angebracht, sondern in das Material eingebettet sind. Das Neue an dieser Methodik ist, dass wir kontinuierlich aufzeichnen und nicht wie bisher ausschließlich handnah die Brücken und Tunnel untersuchen, sondern hier sind wir ständig im Informationsfluss und wissen, wie es um das Bauwerk steht. Diese neue Methodik kann in Zukunft ein wichtiges Tool für die Bauwerksprüfung in U-Bahnhöfen, aber auch an Brücken oder Ähnlichem werden. Doch wie kam es eigentlich zu der Idee? Das seht ihr jetzt. Forschende von 4 Instituten haben sich zusammengeschlossen und zum Ziel gesetzt, eine neue Methode zur Bauwerksprüfung zu entwickeln. Die Idee? Eine kontinuierliche Überwachung von Gebäuden mit Ultraschalltechnik. Brücken, Tunnelbauwerke und Türme sind Gebäude, die man für fast gefühlte Ewigkeiten baut. Deshalb möchte man wissen, wie es denen geht. Und das überprüft man in regelmäßigen Abständen. Man ist aber auch sehr daran interessiert, eigentlich kontinuierlich Informationen von den Bauwerken zu bekommen, um zu wissen, wie steht es um sie. Ausschlaggebend dafür war ein neues Verfahren in der Geophysik, um Vulkane und Erdbeben zu untersuchen. Ja, wir haben uns diese Methodik in der Geophysik sehr genau angeschaut und wofür sie auch verwendet wird und kamen auf die Idee, das auch auf solche Bauwerke, wie wir sie bauen und unterhalten, anwenden zu können, weil diese bestehen auch aus Material, wie wir das in der Geologie zum Beispiel finden, also mineralisches Material. Und insofern war da eigentlich es naheliegend, es jetzt auch auf diese Bereiche zu erweitern. Für Ingenieursbauwerke und neue Methoden braucht man natürlich Experten aus verschiedenen Fachbereichen und genau hier fließt das ganze Know-how zusammen. In 6 Unterprojekten forscht die CODA-Gruppe. Eine Gruppe arbeitet zum Beispiel daran, Bauwerke, ihre Belastungen und die auftretenden Alterungserscheinungen virtuell abzubilden. Dafür werden Modelle für das Material, aber auch für ganze Bauwerke erstellt. Am Computer können dann Simulationen durchgeführt werden, wie sich der Ultraschall im Bauwerk ausbreitet. Je stärker ein Bauwerk sozusagen beansprucht ist, desto stärker ist auch die Streuung oder sie verändert sich zumindest. Und diese Veränderung stellen wir fest und können darüber Rückschlüsse daraus ableiten, wie es dem Bauwerk geht. Vorteil dieser Methode ist, dass man relativ frühzeitig Schäden erkennen kann über die Signale, die man aufzeichnet. Ganz ohne Experimente geht es natürlich auch nicht. Dafür haben wir unsere Kollegen, die im Labor Experimente mit unseren Ultraschallsensoren machen.
An Probekörpern wird die Veränderung des Ultraschallsignals unter verschiedenen Bedingungen getestet. Der ultimative Test ist für uns natürlich, ein reales Bauwerk zu überwachen. Da haben wir das Glück, mit den Stadtwerken München zusammenzuarbeiten, die es uns ermöglichen, ein reales Bauwerk, nämlich einen U-Bahnhof, zu überwachen. Aber es gab natürlich auch ein paar Stolpersteine, bis es soweit war. Jedes Bauwerk sieht anders aus und insofern ist die Suche nach bestimmten Fehlern viel, viel schwieriger. Dafür arbeiten ExpertInnen aus verschiedenen Fachbereichen Hand in Hand. Es ist wichtig, dass jede Kompetenz gehört wird und auch im Projekt Eingang findet, so dass wir gemeinsam die Aufgabenstellung dann lösen können. Regelmäßig werden die Ergebnisse in der Gruppe diskutiert. Soweit die theoretische Arbeit. Aber was heißt das für die Praxis? Werden nun zeitnah alle Bahnhöfe und Brücken mit Ultraschallsensoren ausgestattet? Nein, so weit sind wir leider in dem Projekt noch nicht. Bevor das in Brücken und U-Bahn serienmäßig zur Anwendung kommt, müssen noch viele Daten ausgewertet und analysiert werden. Erste Praxistests hier am U-Bahnhof in München und an einem zweiten Bauwerk, der Genstorbrücke in Ulm, sind allerdings sehr vielversprechend. Wir arbeiten natürlich daran, noch weitere Gebäude, Brücken, Tunnel mit dieser Technik auszustatten. Allerdings sind da noch einige Fragestellungen zu beantworten, bevor das serienmäßig möglich ist. Und dazu brauchen wir noch viel Unterstützung auch anderer Experten, die wir bisher noch nicht in der Gruppe integriert hatten. Und wenn ihr mal in München am Schaltplatz seid, dann werft doch mal einen Blick an die Decke. Vielleicht entdeckt ihr einen unserer Sensoren. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr über unsere Forschung erfahren möchtet, dann werft doch mal einen Blick auf unsere Webseite. Macht's gut!